Hallo, ich bin der Manuel Schad von SWT Sports, heute Technik. Wir haben die SWT Nummer 222 vor uns stehen und neben mir ist der Tobias und der hat einiges zu erzählen zu dem Motorrad. Hast du dich darauf vorbereitet? Null. Habe ich mir gedacht. Dann stelle ich die Fragen. Gerne. Warum baut man sich eine SWT zusammen? Was hast du vor? Weil ich ins Gelände möchte. Also wirklich, Use Case ist fahren mit dem Motorrad. Use Case ist wirklich, sie nutzen auf der Bosnien Rallye, überall halt. Ja, aber da gibt es doch KDMs zu kaufen, die sind noch fertig, ready to race heißt es. Naja gut, aber der Punkt ist halt eben das Herz von dem Motorrad, der Zweiventiler, und der hat es mir einfach angetan. Hast du vorher schon zwei Ventiler gehabt? Ich habe 1994 meinen Führerschein gemacht auf einer R45 Zweiventiler und das vergisst man nicht. Und dann Jahre später, 25 Jahre später, einmal R80 gefahren und da war es wieder. Weil ich vorhatte, mir eine aufzubauen, dachte ich mir, okay, dann verbinde ich eben beide Welten. Einmal den Motor und eben halt die modernen Komponenten. Was sind moderne Komponenten an dem Motorrad? Die Gabel vorne, Close Cartridge ist mit drin, der 48er, White Power. Wir haben deine Excel-Räder sind mit dabei natürlich. Hyper Pro Federbein ist hinten, Radegarage Tower, also wirklich einiges drinnen an dem Bike. Also ich würde sagen, das Motorrad fast in die Zukunft geholt war. Ne? Einzig allein der Motor ist alt geblieben. Würdest du das mit dem Konzept Defender wegen Vergleich? Kann man machen, ja. Habe ich mich schon ein paar Mal gedacht. Ne? Eigentlich ist es so der Defender unter den Motorrädern, weil Mercedes G funktioniert ganz anders da. Ne? Die richten die Leute gar nicht so her mehr. Ne? Das sind mehr so Straßenkreuzer, ne? So wie so Formel-1-Wägen, wenn man das sieht. Ja gut, die Frage ist, wo ist der Use Case? Wo nutzt man das Ding? Und das Bike ist auf alle Fälle fürs Gelände gemacht. Aber wenn du jetzt so einen Boxer fährst und willst dann mit Bosnia Rallye, hast du nicht Angst, dass der zu breit ist irgendwie mit den Zylindern, dass du da hängen bleibst auf der Strecke? Die sind ja manchmal nur 1,50 Meter breit, die Strecken. Überall führt ein Weg vorbei. Also zu breit natürlich. Die anderen sind schneller, die anderen sind erster im Ziel, aber ich fahre halt hier mit Soul und das macht einfach Spaß. Du hast einen luftgekühlten und das macht etwas mit dir. Wie viele Kilometer bist du jetzt schon drauf gefahren? Ich persönlich 12. 12 und ich vielleicht auch nochmal 30 oder so. Die ersten 12 Kilometer, wie waren die für dich? Wahnsinn. Also was mir aufgefallen ist, ich habe den Motor so ein bisschen gemacht. Der ganze Umbau ist ja so ein bisschen in meiner Garage gelaufen. Und was mir aufgefallen ist, dass der von unten rauf einfach unglaublich toll anspricht. Also ich war sehr überrascht von den beiden Bing-Vergasern mit der Kombination mit dem 1000er-Kit und so weiter. Also wirklich echt klasse. Ja, das ist so ein kleiner Fehler von diesen neuen Motorrädern. Egal welcher Hersteller, die sind untenrum nichts mehr so kräftig. Da muss man immer ein bisschen am Gas lupfen. Ich habe die 690er eine Weile lang gefahren. Ich bin mir vorgekommen, als wäre ich auf der Rennstrecke. Ja gut, die ganzen Regularien, die es in der Zwischenzeit gibt mit Emissionen und so weiter, da hat halt der Zweiventiler noch große Vorteile. Deswegen das alte Baujahr. Vom Design her hast du es ja echt ganz gut gemacht. Was hast du dir als Vorbilder genommen? Eigentlich kein Vorbild. Ich wollte extra keine Replika haben, keine schöne Luck Rose, die wirklich top aussieht und die man im Wohnzimmer hat, und eigentlich gar nicht fahren möchte, weil die so toll ist, sondern wirklich, wie ich gesagt habe, ein Motorrad zum Fahren, zum Benutzen, artgerechte Haltung. Wie war das dann bei dir? Bist du zu uns gekommen, hast du das Motorrad fertig geliefert gekriegt oder wie hat das funktioniert? Nee, eigentlich anders. Ich habe mir gedacht, hey, ich hole mir alles bei dir. Ich mache mir so ein paar, also deine ganzen Videos natürlich habe ich mir angeschaut gehabt, wie stelle ich mir mein Bike vor und ich baue mir meinen Baukasten zusammen. Das war so ein bisschen die erste Idee. Dann kam ich ja bei dir an, habe mir alles dann mitgenommen, aber mit Baukasten ist dann nicht viel. Alles anpassen. Vieles anpassen, sehr vieles anpassen. Also natürlich passen ein paar Sachen super, aber es sind dann häufig so Kleinigkeiten. Wie baue ich den Radegarage Tower vorne an Steuerrohr ran? Ja, das ist eine Top-Lösung, die du gemacht hast mit einer Krampe und vorne mit der Verschraubung. Und das hast du wie entstehen lassen? Da habe ich ein bisschen online im Internet nachgeschaut. Es gibt anscheinend ähnliche Lösungen und dann habe ich das einfach mal ein bisschen konstruiert. Dann habe ich es über den Drucker laufen lassen, ungefähr 15 Mal, bis es mir einigermaßen gepasst hat und dann über die Fräsmaschine. Ist das eine Aluminiumlösung jetzt oder was ist das? Ist Aluminium 7075er. Auch verklebt und verschraubt oder nur geschraubt und geschraubt? Komplett alles. Karosseriekleber verklebt, mit den 2 M8er-Schrauben verschraubt und dann eben noch mit dieser Klemmenlösung für die maximale Sicherheit, weil da kommt schon ein bisschen Gewicht vorne hin. Gerade wenn wir noch mit dem 8-Zoll-Tablet dann in Bosnien fahren, da ist schon ein bisschen was da, dass da ein Moment drauf wirkt. Jetzt bin ich mal kurz neugierig. 8 Zoll Tablet, was ist das für eins? DMD?
Und wie ist das dann? Braucht man dann, musst du da online sein? Musst du eine Karte reinmachen oder machst du einen Hotspot von deinem Handy oder hast du die Karten alles schon runtergeladen? Ich hole mir ein eSIM für Okay. das DMD, für Bosnien, dass ich sage, okay, gut, da bin ich einfach komplett frei, das stelle ich mir hier schon ein. Dann habe ich für die 10 Tage unten auch keinen Stress. Ansonsten, letztes Jahr war ich schon in Bosnien, dann an der ersten Tanke anhalten und sich da eben eine SIM holen fürs Handy. Ja, weil sonst bist du nie aktuell, ne? Nee, also absolut, das muss man machen. Also ganz wichtig, nicht vergessen, Bosnien ist nicht in der EU. Wenn man da anfängt zu telefonieren, dann wird es teuer. Ja, da geht der Zähler mit, wie beim Taxifahren, ne? Kling, los geht's. Ja, genau. Nur da weiß man es, also in Bosnien ab und zu nicht und dann kann es im Nachhinein teuer werden. Wie viele Stunden, Tage, Wochen, Monate hast du jetzt gebraucht, um das Motorrad zusammenzubauen? Ich war bei dir Mitte November, würde ich mal sagen, und seit dem Punkt bis Mitte Mai fast jeden Tag. Ich habe es mal überschlagen, knapp 500 Stunden habe ich da reingesteckt. Natürlich viel auch über, du musst es konstruieren. Es ist jetzt nicht mein Business, das zu konstruieren. Also ich brauche auch ein bisschen meine Zeit, meinen Drucker laufen lassen, Drehmaschine, wie auch immer. Also da steckt viel drin. Und natürlich auch, man arbeitet das ganze Wochenende an einem Teil und dann schmeißt man es weg und macht es anders. Aber mir geht's genauso. Ich habe ja dieses eine Twin-Shock-Projekt, ich weiß gar nicht, 4 Auspuffhalter gebaut. Ne? Einer wird bezahlt davon. Das ist auch meine Lebenszeit, die da drauf geht. Ne? Und das ist schöner, wäre es manchmal, wenn wir wirklich ein Baukastenprinzip machen könnten. Aber deswegen kommen die Kunden ja nicht, ne? Weil es individuell ist. Die wollen ja das Individuelle. Wir wissen genau, dass dieses Bike, wie du jetzt gerade hast, keiner hat. Was immer gleich ist, ist der Rahmen, die Rahmenverstärkung und die Konstruktion wegen dem Gutachten. Der Tank von den Ausmaßen, den können wir nicht ändern. Und die Gabelbrücke. Die Gabellänge kann man unterscheiden. Bei der Schwinge gibt es ja verschiedene Ausführungen. Wir könnten die 1100 im Original reinbauen, das ist die verkürzte für 18 Zoll. Und wir könnten die L50 reinbauen, da wäre aber nur 17 Zoll möglich. Und diese Fräsversion, die irgendwie bei 7.000 € liegt, die sich eh keiner leisten will. Ne? Aber wenn jemand mal so eine Maschine bedient hat, wie lange das da läuft und wie viele Stunden da der Meißel das Alu rausklopft, ne? Ja. Und dann passt irgendwas nicht und dann fängt man von vorne an und dann ist die Nacht auch wieder vorbei. Genau, die 12 Stunden, die man gratis läuft. Was kommt nach der Bosnia Rallye? Für dieses Jahr sind noch ein paar TED-Touren geplant. Das ist eher so das kurzfristige, mittelfristige. Ich möchte unbedingt noch mal in die Wüste. Also so Marokko oder vielleicht sogar nach Dakar runter, ich weiß es nicht. Also Wüste, das wird mich reizen. Aber ansonsten wirklich Abenteuer. Adventure, Abenteuer, aufs Motorrad drauf, wenn irgendwann einmal mehr Zeit ist. Und dann Schwarzes Meer, wo auch immer hin. Wo dein 42-Liter-Tank mich hinführt. Also Wüste, total genial, kann ich jedem empfehlen. Und bis zur Westsahara und dann wieder heimwärts. Ich glaube, das Coolste ist echt wirklich oben dieser Spielplatz, Erkşehir, Erkşehgaga. Das ist da, wo es am meisten Spaß macht. Ab dann ist es nur noch ziehen, weit fahren. Ne? Und da oben kann man richtig Spaß haben. Da könntest du das Ding eigentlich hinbringen lassen. Gibt es genug Organisationen, fliegst runter und hast deinen Spaß. Und dann kannst du immer noch schauen, ob du dir den langen Weg antun willst. Ja, voll cool. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie bitte drunter. Abonniert unseren Kanal, liked uns in Instagram, Facebook, TikTok und was sonst. Dein OnlyFans-Account? Offiziell nein, Nicht, okay. Inoffiziell. auch nicht. Also könnt ihr doch nicht, ne? Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis bald. Danke dir nochmal, ganz hochoffiziell. Manu. Ciao. Ciao.